Hi Leute und herzlich willkommen zur IAE 2953. Heute ist Drake-Tag. Und was könnte am Drake-Tag besser sein, als mit der Drake Dragonfly zur IAE vorzufahren? Wir sehen uns gleich dort in der Messehalle. Bis gleich. Uhuhu. Als Kontrastprogramm zu den luxuriösen Schiffen von Origin, die wir uns gestern angesehen haben, schauen wir uns heute die Schiffe von Drake an. Drake ist sozusagen das Dacia unter den Raumschiffherstellern und baut hauptsächlich kostengünstige Schiffe aus den einfachsten Materialien, die sich vor Ort in den Systemen finden lassen, mit Fokus auf Vielseitigkeit, auf Preis und auf Wiederverwendbarkeit. Mit dieser Strategie ist Drake bisher außerordentlich gut gefahren. Seit seiner Gründung ist Drake Interplanetary innerhalb von 5 Jahren zum zweitgrößten menschlichen Raumschiffhersteller avanciert. Liegt unter anderem daran, dass die Schiffe so erschwinglich sind und deswegen von so vielen Leuten gekauft werden. Wir haben hier einmal die Drake Cutter, das ist ein kleines Transportschiff, das aber auch über einen Schlafplatz verfügt. Das heißt, man kann auch längere Transporte damit fliegen. Und den Bruder davon, den Drake Scout, das ist ein Aufklärungsschiff. Man sieht hier schon auf dem Dach das Scanning Array und den würde ich sagen, schauen wir uns auch mal von innen an. Wir haben hier hinten den Zugang über die Laderampe in den Laderaum, der tatsächlich größer aussieht, als er ausfällt, denn all diese Plätze hier links und rechts sind dafür reserviert, Module aufzunehmen. Und wir haben dann hier als einziges eine Magnetplatte, auf der wir dann Fracht platzieren können. Gleich dahinter sehen wir die Scanning-Station. Hier haben wir dann Zugriff auf das Radarsystem. Und hier durch die Tür kommen wir in den Wohnbereich. Da haben wir einmal die sehr einfach eingerichtete Nasszelle. Wir haben ein Bett, wo man übernachten kann und etwas Lagerplatz. Wenn wir dann weiter nach vorne gehen, haben wir das Cockpit, wo man sich auch im Cockpitsessel niederlassen kann. Und dann schauen wir mal raus vorne aus dem Cockpit. Dann wird hier hochgefahren und das ist das klassische Drake Cockpit. Das wird uns heute häufiger begegnen. So sieht die Steuereinheit von Drake-Schiffen aus. Die ist weitestgehend standardisiert und besteht aus standardisierten Modulen. Das heißt, hier erwarten uns heute keine großen Überraschungen. Verlassen wir jetzt den Drake Scout wieder. Durch die Heckklappe sehen wir hier schon stehen ein sehr ikonisches Schiff von Drake, das ist der sogenannte Caterpillar, der Tausendfüßler. Ich denke, es ist klar, warum der so heißt. Das ist ein riesiges Frachtschiff. Wir haben hier 5 Frachtsegmente, wo Fracht drin gelagert werden kann. Wie sehen wir ein offenes auch. Das kann bis unter das Dach vollgeladen werden mit Fracht, also es kann schon einiges transportieren. Und hier haben wir das Steuerschiff dazu. Gedacht ist das so, dass dieses riesige Modul links eigentlich abgekoppelt existiert als Frachtcontainer, kann man sagen, oder als Anhänger. Und dieses kleine Steuerschiff wird dann jeweils immer abgekoppelt und an einen neuen Container angekoppelt. Das können wir uns mal von innen ansehen und ich würde mal sagen, da gehen wir mal rein. Der Zugang zum Schiff, den haben wir hier über diesen großen Fahrstuhl, der geöffnet wird. Der hebt uns dann ins Schiff hinein. Und da befinden wir uns hier quasi in diesem Eingangsbereich, der alle Bereiche des Schiffes miteinander verbindet. Als erstes haben wir hier den Wohn- und Arbeitsbereich. Da haben wir einen Tisch, an dem alle sitzen können. Wir haben hier 2 Betten und hier drüben dann auch eine Toilette. Und hier haben wir dann den Zugang zum Frachtbereich. Das ist relativ langweilig, ein großer Frachtraum, das ist 5-mal das gleiche Modul. Deswegen schauen wir mal in den hinteren und oberen Teil des Schiffes. Wir sind jetzt hier am Maschinenraum angekommen, da sehen wir die beiden großen Maschinen und dahinter die Ingenieurskonsole für die Techniker.
Hier haben wir eine Leiter, die nach oben führt zum Quantenantrieb. Und hier haben wir die Haupttreppe, die uns in den oberen Schiffsbereich aufs Oberdeck führt. Auf dem Hauptdeck angekommen, können wir jetzt nach rechts auf die Verladekanzel laufen. Hier geht es nach oben. Das ist eine Kanzel, die ist rechts außen am Schiff angebracht, hat einen Rundumblick und hat eine Konsole, über die sich später mal ein Traktorstrahl fernsteuern lässt, mit dem man hier Güter mit dem Traktorstrahl in das Schiff heben kann. Gehen wir jetzt wieder zurück. Durch den Hauptkanal haben wir hier nochmal Zugang zum oberen Maschinenraum. Wir haben nach vorne Zugang einmal zu einer Ausstiegsluke, wo wir das Schiff nach oben hin verlassen können, und Zugang auch wieder zu den Cargo-Modulen, also zu den Frachtmodulen. Diesmal von oben, wir haben das jetzt schon von unten gesehen, das ist ebenfalls fünfmal das gleiche Modul. Und wenn wir dann hier zurück in den Hauptkorridor gehen, können wir hier nach rechts und oben durch die Schleuse durch ins Kommandoschiff eintreten. Und da sehen wir einmal, wir haben vorne den Piloten- und Co-Pilotensitz, von dem aus man das steuern kann. Und wir haben dahinter zwei weitere Co-Pilotensitze, die sich um die Unterstützung kümmern. Hier führt dann eine Leiter nach unten in den unteren Teil des Kommandoschiffes. Da haben wir nochmal eine Dusche angebracht und zwei Betten für die Kommandocrew sowie einen Schreibtisch und eine Konsole, über die man einen Traktorstrahl auf der linken Seite des Schiffes steuern kann, mit dem Frachter eingeladen werden kann. Gehen wir aus der Kommandokanzel heraus nochmal durch den oberen Korridor. Da haben wir Zugriff auf den Serverraum, also wir können hier auch Daten transportieren. Wir kommen weiter nach hinten zum Generator und nochmal nach hinten haben wir dann den Raum, in dem sich der Quantenantrieb befindet. Und hier geht es, wie schon gesagt, durch die Treppe wieder nach unten in den Maschinenraum. Drake hat sich als günstig Hersteller für Schiffe auch einen gewissen negativen Ruf eingefangen, dadurch, dass die Schiffe eben unfassbar günstig produziert werden konnten und daher auch sehr, sehr günstig verkauft werden konnten, haben sich vor allem viele Kriminelle, Schmuggler und auch Piraten diese Schiffe zugelegt. Denn die hatten in der Anfangszeit der Besiedlung des Weltalls einen großen Vorteil. Die waren so günstig, dass man sie quasi nicht versichern musste. Also wenn das Schiff verloren ging aus irgendeinem Grund, dann konnte man einfach mit sehr wenig Aufwand ein neues kaufen. Deswegen war dieses Schiff besonders beliebt unter Käufergruppen, die eben keine Versicherung mehr bekommen haben, weil sie kriminell waren, weil sie Piraten waren und weil sie in Systemen gelebt haben, in denen Anarchie herrschte. Das gibt Drake so ein bisschen dieses, naja, Piraten-Image, was es hat, aber davon versucht es sich so langsam auch zu lösen. Wir stehen jetzt vor dem Drake Herald. Das ist ein besonderes Schiff, und zwar sieht man hier, dass es quasi nur ein gewaltiger Antrieb, an dem ein bisschen Schiff vorne dran hängt. Und zwar ist der Hauptnutzen dieses Schiffes, wir gehen mal rein, Daten zu transportieren. Das ist quasi ein Kurierschiff und das soll so schnell wie möglich Daten von A nach B transportieren. Wir haben hier wirklich vorne den Pilotensitz, da ist nicht viel Platz. Hier haben wir dann die Scanning-Station und alles andere an dem Schiff ist quasi Server, links und rechts. Wir haben dann hier hinten noch ein kleines Bett und, naja, eine recht offene Nasszelle, die ja keiner Privatsphäre bedarf.
Und wir stehen jetzt hier vor der Drake Corsair. Das ist quasi das ikonische Drake-Schiff. Sieht auch ein bisschen aus wie ein alter Seelenverkäufer. Prinzipiell ist es das auch. Das ist ein sehr beliebtes Schiff bei den Piraten. Und wir schauen uns jetzt mal diese Drake Corsair von innen an und finden raus, was die Piraten daran so mögen. Der Eingang der Drake Corsair, den haben wir hier an der Seite. Da können wir einen Fahrstuhl rufen und der sollte uns dann direkt aufs Hauptdeck befördern. Wir sehen auch hier diese wunderbaren alten Hebel, mit denen wir nach oben kommen. Und da sind wir quasi angekommen auf dem Hauptdeck der Drake Corsair. Wir haben hier den Aufenthaltsbereich mit Sitzgelegenheit. Hier hinten in der Ecke auch die Nasszelle. Gegenüber davon die Crewquartiere, 3 an der Zahl. Jeweils mit eigenem Kleiderschrank, eigenem Bett und ein bisschen Aufbewahrungsstauraum. Wenn wir an der Tür, wo wir reingekommen sind, nach vorne gehen, weiter, dann haben wir hier einen Mittelkorridor, links und rechts davon Steuersitze für die Geschütztürme, die außen angebracht sind. Und gehen wir jetzt weiter nach vorne, sind wir auch schon auf der Brücke. Direkt auf der Brücke haben wir hier extra abgetrennt das Kapitänsquartier mit einem Kleiderschrank und einem Bett, der also prinzipiell den gleichen Komfort hat wie die Besatzung auch, aber eben nochmal durch 2 Türen getrennt ist. Das ist für Piratenkapitäne sicherlich sehr nützlich. Und wir haben hier einmal den Pilotensitz. Man beachte auch hier das Standard-Cockpit von Drake, aber dazu kommt noch ein zusätzlicher Multifunktionsdisplay, der einfach hier unten auf dem Fußboden liegt. Und der Pilotensitz, der Co-Pilotensitz, wir können uns da mal fix reinsetzen. Der fährt uns nach unten in die Kanzel direkt unterm Piloten. Von hier aus haben wir eigentlich einen guten Ausblick und können dem Piloten wertvolle Tipps geben, wo er zum Beispiel lang fliegen oder landen soll. Lassen wir uns wieder hochfahren und schauen uns mal den hinteren Teil des Schiffes an. Im hinteren Teil des Schiffes haben wir Zugriff auf den Maschinenraum. Links davon, beziehungsweise auf der rechten Seite des Schiffes in Flugrichtung, ist dann die Luftschleuse, beziehungsweise auch Andockschleuse. Hier kann man das Schiff dann in angedockten Zustand oder im Weltall verlassen. Wenn man gelandet ist, ist es schwierig, weil es da keine Leiter gibt. Gehen wir weiter durch den Maschinenraum nach hinten, kommen wir dann zum Frachtraum, der beachtlich groß ausfällt. Also hier ist Platz für viel, ich will jetzt nicht sagen Diebesgut, aber sagen wir einfach mal Fracht. Und hier haben wir dann auch eine große Rampe, über die man das Schiff wieder verlassen kann, wenn man gelandet ist. Eine Besonderheit schauen wir uns noch an, und zwar kann dieser Fahrstuhl, mit dem wir reingekommen sind, uns auch ganz nach oben auf das Dach der Corsair fahren. Und da haben wir dann sozusagen einen Ausblick, wo wir stehen können und ja, den Ausblick vom oberen Teil des Schiffes genießen können. Auch den Blick auf die beiden gewaltigen Flügel, beziehungsweise das sind 3 Flügel, die klappen dann auch im Flug nach unten. Das heißt, dieser große Flügel an der Seite, der klappt horizontal nach außen und die beiden kleineren jeweils im 45-Grad-Winkel, einer nach oben, einer nach unten, gibt dem Schiff so ein bisschen auch das Star Wars-Feeling und Star Wars-Aussehen, was nicht unbedingt schlecht ist. Und wir fahren wieder nach unten. Und das letzte Schiff in dieser Halle ist der Drake Buccaneer, ein einsitziger Kampfflieger. Und in Halle 5 sehen wir dann das erste Schiff, das Drake auf den Markt gebracht hat und das Drake auch berühmt gemacht hat. Zu beiden Seiten verschiedene Varianten der Drake Cutlass. Und in der Mitte haben wir das letzte Schiff, was man von Drake jeweils brauchen wird, weil es sehr, sehr vielseitig ist, die Drake Vulture.
Fangen wir hier ganz entspannt im Vordergrund an. Da haben wir die Cutlass Steel, einen Truppentransporter. Dahinter die Cutlass Blue, ein, naja, man kann sagen Justizschiff, das für Sicherheitsbehörden und Sicherheitsmilizen gedacht ist. Im linken Bereich der Halle haben wir ganz hinten in der Ecke die Cutlass Red, ein medizinisches Schiff. Und wir haben ganz links die Cutlass Black, den Klassiker, der als Frachtschiff konzipiert ist. Und ich würde sagen, die Cutlass Red als medizinisches Versorgungsschiff schauen wir uns auch mal von innen an. Wir haben hier an der Seite einen Dockingring. Das heißt, mit diesem Schiff können wir auch an andere Schiffe andocken, falls das notwendig wird, um Hilfsmaßnahmen durchzuführen. Ansonsten haben wir Zugang hier hinten über diese Rampe in einen kleinen Lagerraum, wo wir auch dann Materialien lagern können. Und dann haben wir hier auch schon das Hauptdeck mit dem medizinischen Versorgungsraum und 2 Medizintischen, auf denen wir Leute behandeln können. Wir haben außerdem hier hinten 2 Betten und links den Durchgang zum Cockpit, wo wir dann auch nochmal 2 Betten für die Crew haben und eine Nasszelle für die Crew. Und nach vorn gerichtet haben wir dann das Cockpit, wo wir den Co-Piloten und den Pilotensessel haben. Nehmen wir mal Platz im Pilotensessel. Und man sieht, der Sitz fährt hoch und man hat hier einen ziemlich guten Ausblick über alles, was so draußen passiert. Ja, die anderen Cutlass-Varianten sind so ähnlich aufgebaut, unterscheiden sich nur etwas in der Ausstattung. Die Cutlass Black hat quasi dort, wo wir hier das Behandlungszimmer haben, eigentlich nur einen großen Lagerraum. Die Cutlass Steel ist so ähnlich, nur dort haben wir viele Jump Seats, also Sitze, auf denen einfach die Truppen sitzen können, die transportiert werden. Außerdem auch feste Bewaffnung an der Tür. Und die Cutlass Blue letztendlich hat wieder Stasis-Kapseln im Laderaum, in denen ja, festgenommene Kriminelle festgehalten werden können. Und jetzt stehen wir hier vor der Drake Vulture, die wir uns ja am Sonntag schon mal ein bisschen von innen angeschaut haben. Ich würde sagen, wir schauen uns das Schiff jetzt mal genauer an, denn das ist ein echt cooles Drake-Schiff. Gönnen wir uns einfach mal die große Übersicht über die Front des Schiffes. Wir haben links und rechts 2 riesige Arme, das sind die Abbaulaser, mit denen Material abgebaut wird. Hier gehört dann später auch ein Traktorstrahl dazu und ihr seht, in der Mitte haben wir dann oben die Pilotenkanzel und unterhalb eine große Klappe. Dort wird dann das eingesammelte Material hingeleitet und aufbereitet und läuft dann letztendlich in den Aufbereiter im Heck und den schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Außer über die große Klappe am Heck, wo wir schon am Sonntag eingestiegen sind, kann man das Schiff auch noch hier über die Leiter betreten. Und kann quasi von hier aus direkt in die Pilotenkanzel einsteigen. Am besten durch das Glas, wie sich das gehört, jawohl. Und da sitzen wir auch schon auf dem Pilotensessel. Wenn wir jetzt aus dem Pilotensessel nach hinten aussteigen, kommen wir quasi genau dahin, wo wir am Sonntag auch schon mal waren. Das ist der Hauptaufenthaltsbereich. Wir haben hier links die Nasszelle, ein Bett, auf dem wir übernachten können. Rechts Zugriff auf ein paar Module und eine, naja, sehr rudimentäre Küchenzeile. Gehen wir weiter nach hinten, haben wir noch mehr Zugriff auf Module und einen Lagerschrank. Und da haben wir die Treppe nach unten in den Laderaum. Und in diesem Laderaum, sehen wir uns das genauer an, haben wir ebenfalls Zugriff auf Module, aber auch die Aufbereitungsstation, in der die gesammelten Materialien dann verpresst werden und weiterverarbeitet werden. Hier hinten aus der Klappe kommen dann jeweils die fertigen Kisten raus und die können im Laderaum eingelagert werden. Hier ist Platz für bis zu 12 Kisten. Offiziell
inoffiziell passen hier noch ein paar mehr Kisten rein. Das Schöne an dieser Aufbereitungsstation ist, wir haben hier ein Kontrollpanel, die kann auch Dinge herstellen. Das ist also quasi auch ein 3D-Drucker und mit dem können wir dann auch ein Multitool und Aufsätze für das Multitool herstellen, was sehr, sehr nützlich ist. Hier aufgereiht sehen wir dann die Dragonflies, das Hoverbike von Drake. Bisschen schade, dass es dreimal genau die gleiche Version. Auch hier gibt es eigentlich Abstufungen in verschiedenen Versionen. Einmal für den militärischen Einsatz, einmal die Basisversion und einmal für den Einsatz im Motorsport. Aber hier haben wir einfach nur dreimal die Basisversion. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch wieder zweimal aufgereiht. Das Basismodell liegt aber daran, dass es von der Mule nur aktuell das eine dreimal aufgereiht das Basismodell, nur das eine Basismodell gibt. Das ist ein Transportfahrzeug für den Boden, das hauptsächlich dafür gedacht ist, Waren vom Hangar oder vom Aufzug zum Schiff zu transportieren. Da haben wir sehen es vorne dran, einmal die zwei Klemmen, mit der eine Kiste getragen werden kann. Wir haben an den Seiten Aufnahmen für kleine Kisten und wir haben hinten nochmal eine Aufnahme, mit der eine große Kiste transportiert werden kann. Und das ist eigentlich schon die Drake Mule, ein Transportfahrzeug für den Boden. Für das Hologramm von Drake gibt es eigentlich nur einen einzigen Kandidaten und das ist die Drake Kraken oder Kraken, die schon sehr lange angekündigt ist und von der Community sehr, sehr sehnlichst erwartet wird. Und zwar ist das ebenfalls ein kapitales Schiff, ein offener Flugzeugträger, auf dem bis zu 7 bzw. 10 andere Schiffe landen und andocken können und der mit einer Minimalbesatzung von 10 Spielern betrieben werden muss. Und das ist schon ein äußerst interessantes Konzept, auf das viele Spieler sehnsüchtig warten. Hey Leute, ich stehe jetzt hier in meiner eigenen Drake Vulture und bin auf dem Weg nach Hurston L1, wo wir gleich ein Schiff auseinandernehmen werden. Ihr hört es schon, ich muss ganz schön gegen den Lärm hier in diesem Schiff anschreien. Es ist nach wie vor ein Drake-Schiff, günstig produziert, nicht die komfortabelste Art zu reisen, aber es dürfte sehr viel ruhiger werden, wenn wir an Hurston L1 angekommen sind, also sehen wir uns dort. Bis gleich! Wir sind am Ziel angekommen, das ist die Drake Cutter vor uns, die außer Dienst gestellt wurde und wir haben jetzt die Aufgabe, die abzubauen und das Material wieder zu verwerten. Und dazu werden wir jetzt mal die Laser aktivieren. Das dauert einen Moment. Und dann denke ich, können wir schon anfangen. Und ich würde mal sagen, wir fangen vorne an der Front an. Jawohl, ihr seht, die Laser sind angeschmissen und laufen an. So können wir das Material von der Cutter langsam aber sicher abbauen. Ihr seht, wir haben verschiedene Anzeigen auf dem Bildschirm. Das zeigt uns jeweils an, wie viel Material wir an einer bestimmten Stelle abbauen können und wie viel Material zum Abbau noch vorhanden ist, wie weit der Laser von der Oberfläche entfernt ist und wie effizient er gerade arbeitet. Und ganz rechts in der Ecke seht ihr dann auch, wie viel Material schon in der Verwertungsstation angekommen ist. Da sind wir aktuell noch bei einem Zehntel der Kapazität. Das heißt, da gibt es noch Luft nach oben, bevor die erste Kiste überhaupt erstellt wird. A few moments later. So, jetzt haben wir die erste Kiste voll. Und ihr seht, unten rechts steht jetzt, die Füllerstation lädt um. Das dauert einen Moment. Genau, und dann wird eine neue Box bereitgestellt und wir können weiter laden. So, für unseren Auftrag zum Abbau des Schiffes haben wir die Quote jetzt erfüllt. Es ist hier allerdings an dem Schiff noch Material vorhanden, nämlich ganz exakt 12% an der Hülle sind noch übrig. Die werden wir jetzt noch abbauen. Wir werden wahrscheinlich keinen vollen Container mehr voll bekommen, aber eventuell kann ich euch damit mal die Funktionsweise des 3D-Druckers zeigen.
So, wir gehen mal hier in den Laderaum und da haben wir aus der Station auch schon die fertige Box. Da brauchen wir jetzt unser Multitool mit Traktorstrahl und dann können wir diese Box auch anheben und auf der Ladefläche platzieren. Und dann hätten wir theoretisch wieder Platz für eine neue Box. Wir haben jetzt noch etwas Material. Wir können mal schauen, ob das reicht, um etwas herzustellen. Und ja, es reicht für eine SRT-Kanne. Also das ist quasi für unser Multitool. Da haben wir auch einen Aufsatz, mit dem man quasi dieses Auseinandernehmen von Schiffen durchführen kann auf kleinerem Maßstab. Und das Material, das man dabei sammelt, wird dann in solche Behältnisse abgefüllt und die kann man hier auch herstellen. Das können wir mal ausprobieren. Jawohl, das wird jetzt hergestellt. Das dauert seine Zeit. Und da ist auch schon das fertige Bauteil und wir können es da rausnehmen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das war der 5. Tag der IAE 2953. Wir sehen uns morgen wieder, denn morgen haben wir auf der Messe wieder ein Viergespann von Herstellern. Wenn euch noch was gefehlt hat, lasst mir einen Kommentar da, dann können wir zum Finale nochmal vielleicht ein anderes Schiff ausprobieren oder die Schiffe, die wir schon probiert haben, etwas genauer betrachten. Lasst auf jeden Fall auch ein Like da, ein Abo da, kann man immer mal gebrauchen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, guten Flug!